Ja, das ist der Eddie und das ist Peter Maffay. Ich wollte nie erwachsen sein und das ist quasi ein Markisenbanner. Ich zeig's mal. Da kann man durchgucken und da ist er im Original, der Eddie. Ja, ich grüße dich. Genau, hallo Sven, herzlich willkommen hier. Ja, wenn ich mal kurz dazu was sagen kann. Peter Maffay und ich haben an einem Tag Geburtstag, am 30.08. Ich bin allerdings 2 Jahre älter wie er und wir haben eine Facebook-Gruppe. Da sind wir Mitglied und wir machen Versteigerungen, besuchen Konzerte und Peter signiert uns da alles Mögliche und das versteigern wir für die Kinder. Haben da in den letzten Jahren ordentlich was zusammengebracht und durch Corona bedingt konnten wir ihm das dieses Jahr nicht persönlich überreichen, sind aber da schon bei über 35.000 Euro. Das muss man sich mal überlegen. 35.000 Euro? Ja, das muss man sich mal überlegen, was die Fans, nun die treue Fans da alles zusammengetragen haben. Und als Dank hat auch der Peter gesagt, jawohl Eddie, du darfst so ein Bild mit meiner Genehmigung, das ist alles genehmigt und dann habe ich das hier beim Wolfgang Horsch machen lassen. Ja, du schaust unglaublich glücklich auf dem Bild. Ja, das ist halt ein bisschen dann klar durch Du warst aufgeregt, oder? Ach ja, ich habe das gar nicht so richtig mitgekriegt, aber es ist schon ein feiner Kerl. Und Der kommt aus Siebenbürgen, das weißt du? Ja, genau. Und in Radl in Rumänien hat er auch ein Kinderheim. Da meine Tochter, die ist auch in der Gruppe, die war nach da und haben dann Gaben hingebracht, Klamotten, Geld, damit die Leute was vor Ort haben. Wir haben für Brunneborn Patenschaft übernommen und so weiter. Also die Gruppe ist unwahrscheinlich rührig. Das kann ja jeder gucken. Facebook-Gruppe auf Ewig Maffay. Und auf Ewig Maffay heißt die. Facebook-Gruppe und die Leiterin ist jetzt die Christa und der Stellvertreter ist der Marcel. Und also nochmal, ihr macht was genau mit dem Geld? Klär mich mal auf. Das Geld wird 1:1 an die Stiftung überwiesen, beziehungsweise immer persönlich überbracht. Jetzt das ist hier diese Stiftung hier von dem kleinen Drachen, ne, oder? Tabalugo. Der Tabaluga Stiftung. Ja, für die Tabaluga Stiftung für die Kinder. Das geht dann 1:1 für die traumatisierten Kinder. Und wie gesagt, wir haben dann Patenschaft übernommen in Rumänien für Wasserleitungen. Damit die Kinder in eine sind Wohnungen gebaut worden für Wasserleitung. Und wenn jetzt einer sagt, ich habe hier ein Bild von Peter, das er signiert hat, das versteigern wir dann und der Betrag geht dann 1:1 für die Kinder. So, du fährst auch ein Carrado, oder? Ein Carrado, ja. Mit einer Hundebox. Ja, da komme ich als rein. Nee, ich habe keinen Hund, das war zufällig drin. Das ist ein Carrado 447. Bin da sehr zufrieden und vielleicht kann man noch mal erwähnen, weil der Kollege das auch gesagt hat, wir waren auch jetzt, es gab ja Demonstrationen, damit die Campingplätze wieder aufmachen dürfen. Wir waren in Berlin, wir waren in Hamburg, wir waren in Mainz und Wiesbaden. Und es ist ja nicht so, dass wir nur an uns denken, an die Campingleute oder Fahrer, sondern auch an die Platzbetreiber. Und das kam unwahrscheinlich gut an. Die haben uns in Berlin empfangen. Die Platzbetreiber haben ein Betttuch über die Autobahn gespannt. Mir kommen dann die Tränen und haben uns gedankt, dass wir uns auch einsetzen, dass sie wieder aufmachen dürfen. So, jetzt ist wieder auf. Da ist schön, ne? Langsam geht's auf, ja. Weil wir auch sagen, es ist ja wie unser Zuhause. Wir haben Dusche, wir haben Klo, wir haben alles dran. Es ist und immer treffen wir sich ein paar. Die sind auch alle von uns in der Gruppe. Und du bist hier aus Rheinland-Pfalz? Nein, ich bin aus Hessen. Aus Hessen? Ach, 2,5 Stunden bin ich hier. Gell? Und wir haben hier einen Kollegen dabei, hier hinter auf dem Auto. Er tut so Steine bemalen und dann hat er auch Tabaluga drauf gemalt. Und das Geld, was die Leute dann da stiften, kommt alles hier in die Kinderstiftung. Also du bist aber jetzt noch nicht in Rente, oder? Doch. Du bist schon Rentner? Ja, ich bin ja schon 74. Quatsch. Doch, wir haben 30. August 74. Und der Peter wird 72. Du bist 74? Ja, und zu seinem 70. Du siehst aber aus wie 54. Ja, gut. Ich bin halt immer in Action. Ich mache immer was. Du bist 74? Ja, am 30. August. Und wo ist der Nächste, der so alt ist wie du? Ach, das weiß ich jetzt gar nicht, wie alt die sind, aber die sind bestimmt ein bisschen jünger. Die sind ein bisschen jünger? Ja, und wir waren, wenn ich sage wir, Peter Maffay zusammen 30. Also am 30. August zum Geburtstag waren wir in Berlin, da hat er einen Auftritt. Und da haben wir nachts um 3:30 für ihn gesungen. Ich wollte nie erwachsen sein. Wenn wir uns in den Schatten setzen, kann ich dir das bestimmt auch mal am Handy zeigen. Also da hatte er Tränen in den Augen. Komm, zeig mal. Und wir haben ihm
Wir haben ihm eine Gitarre gebastelt, die haben wir ihm geschenkt. Also er hat sich da unwahrscheinlich drüber gefreut und war eine kleine Abordnung so von 7 oder 9 Mann, ich weiß es nicht mehr. Ich suche das auch mal raus. Und das ist so, seit ich ein kleiner Dupsch war, seit ich Peter Maffay die ersten Lieder gekannt habe, sind die ganze Familie, die Enkelkinder und alles ist Peter Maffay-Fan. Schon. So, nochmal, wenn man dich unterstützen möchte, wie... Nicht mich, die Kinder. Die Kinder, wie läuft das? Dann geht man auf die Facebook-Gruppe auf Ewig Maffay. Da wird immer was... Die heißt auf Ewig Maffay. 3 Wörter. Beziehungsweise, ja, Ewig, ja, Maffay Facebook. Und dann, was macht man dann? Und dann kann man sagen, dann stellt jemand was ein, sagen wir Schallplatte oder Bild vom Peter oder eine Eintrittskarte und dann wird die versteigert. Und dann kann jeder... Und der entsprechende Erlös geht dann... Geht 1:1 an die Kinderhilfsstiftung von Peter. Und die Christa oder meine Tochter, die Anja, ich war auch schon dabei, dann gehst du auf die Bühne, erkennt die Leute schon alle und dann wird das übergeben. Du bist echt 74? Ja. Ich fass es nicht. Guck mal hier, du siehst doch nicht aus wie 74. Ja. Wann war das Bild hier? Das ist ungefähr 1,5 Jahre her. Das war in Frankfurt aufgenommen. Okay, da warst du 52 dann. In Frankfurt aufgenommen bei Saturn Hansa, kann ich dir auch zeigen. Da hat er eine Autogrammstunde gemacht. Und was man auch noch sagen kann, oder was ich immer sage, wenn jetzt Leute sagen, ich mag ihn nicht, dann sage ich, Leute, ihr kennt ihn nicht. Wenn du sagst, ich mag seine Musik nicht, sage ich, gut, können wir drüber reden. Aber er hat ein großes Herz, er macht viel für die Kinder und für Behinderte. Wenn jetzt hier eine Schlange ist, die Autogramm wollen und es kommt ein Kind oder ein Behinderter, sein Bodyguard holt denjenigen sofort vor, damit der nicht unnötig warten muss. Also da gibt es kein Pardon, das lässt er sich nicht nehmen. Eddie, Markenbotschafter, wir müssen Schluss machen. Du weißt warum? Ja. Ich habe noch viel Termine. Ich wollte das unbedingt mitnehmen bei dir. Du hast so eine tolle Geschichte gemacht. Wir können ja eins machen, denn es fängt auch noch gleich an. Was? Warte, ich zeig's mal gerade. Es könnte gleich noch ein bisschen gewittern. Wenn du mir mal sagst, auf welchem Platz wir hier sind, weil die Leute fragen immer gerne. Das ist der Stellplatz in Klüssenrath. In Klüsserath. Klüssenrath an der Mosel. An der Mosel. Ja. Ihr seid jetzt oft hier das erste Mal? Nein, wir selber waren schon ein paar Mal da. Und zwar, ich weiß jetzt nicht, ob man das hier so sagen darf, es war ja früher hier das internationale Treffen und das sollte auch dieses Jahr stattfinden, aber Corona-bedingt war das ja alles nicht. Und jetzt die letzten Tage, weil es ein bisschen aufgegangen ist, ist halt jeder rausgefahren und dann hat man inoffizielles Jetzt hat man eins. Und es ist voll. Normalerweise die Wiese hier, da steht keiner. Ist gestern gemäht. Es sind noch viele Leute sind gekommen. Gell? Ja, zum Glück, weil es ist Feiertag und jeder will einfach wieder mal raus. Der Kollege hat es ja auch gesagt, unsere Fahrzeuge haben 1,5 Jahre gestanden. Ich bezahle Steuern, Versicherungen und konnte nirgendwo hinfahren. Und wir halten uns an die Regeln. Es funktioniert. Also wenn ihr wollt, nochmal die Facebook-Gruppe. Facebook-Gruppe auf Ewig Maffay. Auf Ewig Maffay. Tschüss, Eddie. Ja, darf ich dir was anbieten? Ein kaltes Wasser? Nee, ich muss los. Ich habe noch so viel Filmtermin. Ich bin nur heute hier. Ach, jetzt wollte ich dir das mal zeigen in Berlin, wenn wir gesungen haben. Ich würde das so gerne machen, ja. Aber ich habe noch 2, 3 Leute, die warten, dass sie gefilmt werden. Und dann kann man so das auch mal sehen? Ja klar, du kannst es sehen auf German Television und die Leute, die es zugucken, Kanal abonnieren und schön German Television. German Television. Germany. Ja. Das kennst du doch. Ja. So, lässt hin das Y weg. Ja. Und dann Television wie RTL. Okay. Ja. RTL, das T ist ja Television bei RT. Radio, Television, Luxemburg. Aber ich hätte gern was angeboten, mal was Kaltes. Das Problem ist, guck mal, was da steht.